It is the most powerful technology that the world has seen, I believe, since the invention of agriculture. All the way out. It's all the way out. It's all the way out. Straight to the moon, Bitcoin all the way out. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ihr seht, ich habe heute wieder mein Bitcoin-T-Shirt an. Das heißt, ich rede heute wieder über Bitcoin und Cryptocurrencies allgemein. Und zwar habe ich ja vor knapp einem Monat ein Video hochgeladen über John McAfee, wo der einen Bitcoin-Kurs von $500.000 innerhalb von 3 Jahren vorhergesagt hat. Und da ist es jetzt so, dass da Russia Today ein Interview gegeben hat, wo er nochmal auf diese Vorhersage reingeht. Aber wir wollen einfach nochmal schauen, wie sich denn der Markt seitdem entwickelt hat, seitdem er das vorhergesagt hat. Wir sehen ja den Kurs von Bitcoin bei Kraken in Euro. Hier sehen wir, dass der Kurs hier Mitte Juni bei unter 1.700 Euro gelegen hat und jetzt ist er gerade hier oben bei 3.706 Euro. Das heißt, der hat sich innerhalb von knapp einem Monat oder 5 Wochen hat er sich mehr als verdoppelt und wenn wir uns jetzt hier den CoinMarketCap anschauen, also den Wert von allen Cryptocurrencies insgesamt, haben wir jetzt auch gerade erst seit ein paar Tagen haben wir die Marke von 150 Milliarden Dollar durchbrochen. Ja, wir sehen, Bitcoin hat sich innerhalb von kurzer Zeit verdoppelt und da kommen natürlich wieder viele und sagen, das ist schon viel zu weit gestiegen, das ist eine Blase und da wollen wir uns einfach mal anschauen, was John McAfee in dem Interview dazu gesagt hat. Well, first and foremost, Bitcoin is not a fiat currency. It costs over $1,000 to create a Bitcoin today in electricity and computing costs. Second, the value of Bitcoin is linked to the number of users and the number of transactions. It is not a speculative investment, even though it is being used as such by many people. As the Bitcoin network grows, the value of Bitcoin grows. As people move into Bitcoin for payments and receipts, they stop using US dollars, euros, Chinese yuan, which in the long term devalues these currencies. So what you're seeing is more of a currency devaluation than a bubble in Bitcoin. As more people use it, it has more intrinsic value. And again, the cost of producing a Bitcoin increases with the value of the Bitcoin. So this is not something that we're pulling out of thin air. This is something that's created with massive amounts of electricity and computing power. Hier geht John McAfee auf dieses Argument darauf ein, dass Bitcoin ja keinen richtigen Wert hat. Und das ist natürlich dieses Argument, was man immer von allen Leuten hört, ja Bitcoin, was ist das eigentlich für ein Wert? Das stellt natürlich diese digitalen Währungen, die stellen natürlich so die klassischen Investoren, stellen sie natürlich so vor große Fragen. Ja, bei Aktien ist es natürlich so, da hat man natürlich Unternehmen mit einem Konzept, die verkaufen irgendwelche Produkte oder irgendwelche Dienstleistungen, da kann man dann vorhersagen, wie die Umsätze und die Gewinne sich entwickeln werden und auf dieser Basis dann berechnen, was das Unternehmen wert ist oder beziehungsweise wert sein wird. Und bei Cryptocurrency ist es jetzt so, wer die subjektive Werttheorie der österreichischen Schule versteht, der sieht einfach, dass der Wert aller Güter der Wert ist, den die Menschen ihnen beimessen. So ist es auch bei mir, dass ich so damals auf Cryptocurrencies gekommen bin. Also ich bin Anfang 2015 eingestiegen und das war so Ende 2014, wo ich mich sehr viel mit dem Geldsystem beschäftigt habe. Ich komme ja auch selbst aus der Finanzbranche und habe eigentlich so nie wirklich das Geldsystem verstanden, bis ich dann die österreichische Schule für Nationalökonomie gefunden habe. Da habe ich viel Roland Bader, viel auch direkt Mises gelesen und hatte dann auch dieses Geldsystem sehr gut verstanden und dann war einfach Bitcoin da. Da habe ich dann Anfang 2015 von Bitcoin erfahren und habe einfach auch dadurch, dass ich diesen österreichische Schule für Nationalökonomie Background hatte, dass ich dadurch die subjektive Werttheorie und auch das Geldsystem sehr gut, meiner Meinung nach sehr gut verstanden hatte, habe ich dann so das Potenzial von Bitcoin erkannt. Das heißt, wer also diese subjektive Werttheorie verstanden hat, der kann sich auch ganz gut erklären, wo der Wert von Bitcoin herkommt. Den Wert von Bitcoin, der wird halt danach bemessen, wie viele oder welchen Wert die Nutzer des Netzwerks diesem Coin
zugestehen. Also da sehen natürlich viele Leute, Bitcoin hat in der Vergangenheit immer seinen Wert gehalten, beziehungsweise ist auch extrem stark gestiegen. Die Akzeptanz, die steigt immer weiter. Man sieht jetzt bei Lieferando oder in Japan wurde jetzt zum Beispiel auch Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel deklariert. Das heißt, die Akzeptanz wird immer weiter, geht sie nach oben. Und das heißt natürlich, wenn die Akzeptanz weiter nach oben geht, immer mehr Leute erfahren davon, die Nachfrage nach Cryptocurrency steigt immer weiter. Und dadurch, dass das Angebot nur begrenzt ist, wir haben ja Bitcoin und andere Coins werden meistens immer gemeint. Das heißt, es kommen halt immer nur sehr langsam neue Coins nach. Das heißt, das Angebot ist begrenzt, die Nachfrage steigt immer weiter. Und das ist natürlich begrenztes Angebot, eine immer weiter steigende Nachfrage, es führt natürlich zu höheren Preisen. Ja, dann wurde John McAfee auf den starken Einbruch angesprochen, wo Mitte Juli der Kurs von Bitcoin im Zuge der sogenannten Scaling-Debatte sehr stark eingebrochen ist. Und ja, schauen wir mal rein, was er jetzt zu sagen hat. These temporary fluctuations are meaningless, created by speculators, people who do not understand the fundamental technology of the blockchain. Those who do know that in the long term, these fluctuations will make no difference. The more people who use Bitcoin, the more valuable it will become. This is the only metric we can use. Ja, und das ist genau das, was ich auch immer höre. Es ist doch schon so weit gestiegen, das ist noch eine Blase, das wird doch bald wieder einbrechen. Oder jetzt ist es doch so stark eingebrochen, guck doch mal. Da gibt es hier eine schöne Grafik, so, wo man halt einfach sieht, okay, hier geht der Kurs extrem weit nach oben, dann heißt es, okay, Bitcoin ist eine Bubble, die wird doch bald platzen, der Kurs wird auf $100 wieder zurückgehen und dann bricht der Kurs ein und dann sagen natürlich alle, okay, ja, siehst du, das bricht ein und dann geht's aber wieder hoch und dann geht's wieder von vorne los. Dann heißt es ist wieder eine Blase, jetzt geht's wieder runter, aber es geht wieder hoch. Und so, wenn man sich den Bitcoin-Chart anschaut, so war es eigentlich immer in der Vergangenheit. Also das hier ist natürlich nur, das ist nicht der tatsächliche Bitcoin-Chart, aber so kann man sich das in etwa vorstellen. Ja, also das ist eigentlich das, was ich seit Anfang 2015, seitdem ich bei Bitcoin und allgemein bei Cryptocurrencies dabei bin, eigentlich immer höre. Und ja, grundsätzlich ist es einfach, dass dieser Markt sehr volatil ist, dadurch, dass die Marktkapitalisierung noch sehr gering ist. Da ist es auch natürlich mit steigender Nachfrage, je mehr Leute dabei sind, desto stabiler wird auch der Kurs sein. Grundsätzlich ist dieser Markt einfach nichts für schwache Nerven, weil er halt, wie gesagt, sehr volatil ist. Aber wer dann einfach das Konzept und das Potenzial von Cryptocurrencies verstanden hat, der wird sehen, dass es einfach eine wahnsinnig gute Zukunftsaussicht hat. Wir können hier auch mal in einen Artikel von Oliver Janich aus dem Jahr 2013 reinschauen. Da hat er auch was zu Bitcoin geschrieben und der hat da halt einfach, weil da dann wieder eine große Diskussion losging, hat er halt die Gegenargumente zusammengefasst und dann war es auch einfach wieder hier, Bitcoin ist nicht gedeckt, Bitcoin ist ein Ponzi-Scheme, also ein Schneeball, ein Ponzi-Scheme, also ein Schneeballsystem, es ist nicht anonym und die Bitcoin-Leute kooperieren mit dem Staat oder es geht dann so weit, dass die Leute sogar sagen, das ist ein Beschleuniger der neuen Weltordnung, also der NWO oder das wurde von der CIA entwickelt und es ist eigentlich seit dem Anfang von Bitcoin hört man eigentlich immer wieder die gleichen Argumente, die, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, die eigentlich so leicht zu entkräften sind. Und da ist auch einfach, wen das zu heiß ist, wer meint, das ist einfach ein Betrugssystem, das ist eine riesengroße Blase, der soll halt einfach sein Geld nicht investieren, der soll es lieber in Gold oder Silber oder in Staatsanleihen reinstecken und sich halt die großen Gewinne dahin gehen lassen. Also an dieser Stelle auch nochmal grundsätzlich, Bitcoin ist natürlich riskant und grundsätzlich gilt auch hier wie immer wieder, investiere nur das, was du wirklich über hast. Es ist immer noch sehr risikobehaftet und grundsätzlich auch immer diversifizieren. Don't put all your eggs in one nest. Das heißt, nicht nur 100% von seinen Ersparnissen, die man über hat, in Cryptocurrency reinstecken, sondern einfach ein bisschen schauen, wie kann ich mein Portfolio diversifizieren. So, schauen wir weiter bei John McAfee rein. Now, Bitcoin and blockchain go hand in hand, but blockchain's ability to track financial transactions in a way that is incorruptible, it gives it infinite amount of uses outside of the original purpose of using it for Bitcoin. Do you see blockchains overtaking certain aspects of the financial system as we know it now? It will take over all aspects.
People think that Bitcoin or the blockchain is owned by someone, by a company or by a consortium. No, this is strictly a mathematical formula that nobody owns, that we are all participating in. And we use the blockchain for everything from fixing supply chain problems in corporations to verifying the authenticity of the sender and receiver in a financial transaction. It is the most powerful technology that the world has seen, I believe, since the invention of agriculture. So, da bin ich auch voll bei ihm. Blockchain-Technologie, Kryptowährungen, die werden halt einfach alles dezentralisieren, die werden die Welt revolutionieren und wir sind da jetzt gerade erst am Anfang, dass einfach so die neuen Konzepte rauskommen, dass wir einfach bei vielen Konzepten komplett neu denken müssen. Ja, wir sind da noch ziemlich am Anfang und wir werden da noch viele tolle Konzepte sehen, die unser Leben vereinfachen werden. Also jetzt sieht man ja zum Beispiel bei Google, dass sie anfangen zu zensieren ohne Ende, dass sie auch dieses politisch korrekte Narrativ da haben. Da hat ja dieser James Damore oder wie der hieß, der hat ja sein Memo geschrieben. Und da ist auch Google, alle großen Unternehmen, die werden alle bald keine Daseinsberechtigung haben, weil halt bei allen Konzepten werden jetzt dezentrale Lösungen rauskommen, die halt diese ganzen großen Konzerne entmachten werden. Ja, angesprochen auf seine Vorhersage von 500.000 US-Dollar innerhalb von 3 Jahren bei Bitcoin, sagt er: Well, keep in mind, as Bitcoin grows and grows in value, other currencies, national currencies, are going to decline. So the advantage to using Bitcoin, the advantages are huge. If I do a wire transfer, it'll take me 24 hours. If I do a Bitcoin transfer, it takes me 30 seconds. It is instantaneous. I know people who do not use any other currency now other than Bitcoin. They buy their houses, their cars, everything using Bitcoin by connecting to other users who sell the things that they need. As more and more people use this, what will happen to national currencies? They will obviously devalue. They have to. So that 500,000 includes a massive devaluation in the US dollar, which absolutely has to come if Bitcoin continues to grow at its current rate. Hier muss man natürlich sagen, dass die Staaten alle hochverschuldet sind und die angeblichen Hüterinnen der Währung, die Zentralbanken, immer mehr Geld im Umlauf bringen, die Märkte mit immer neuem frischen Geld fluten und das Geld, das muss sich natürlich so seine Investition suchen und da ist es auch einfach, dass viele große Investoren am Kryptomarkt meiner Meinung nach immer noch am Rand stehen, einfach noch ein bisschen beobachten, vielleicht auch noch darauf warten, dass ein bisschen mehr reguliert wird. Das wird meiner Meinung nach auch kommen, da werden die Staaten, die werden dann natürlich einschreiten und es den ängstlichen Leuten sagen, okay, das ist jetzt alles risikobehaftet, wir versuchen da noch die Hand drüber zu haben. Ja, und so haben wir auf jeden Fall, dass die Währungen immer mehr abgewertet werden, dadurch, dass immer mehr Geld von den Zentralbanken und natürlich auch durch die sogenannte Giralgeldschöpfung von den Geschäftsbanken in Umlauf gebracht wird. Und das führt natürlich dazu, die Dollar, Euro und die anderen Währungen, wie sie alle heißen, die verlieren dadurch schon immer mehr an Wert und es führt natürlich dazu, dass alle anderen Anlageklassen wie Cryptocurrencies, Immobilien, Oldtimer und was es da noch alles für Assetklassen gibt, an Wert zulegen werden. Ich merke auch selbst in meinem persönlichen Umfeld, dass da die Leute immer mehr von Cryptocurrencies hören. Ich glaube jetzt alleine so in den letzten 2 Wochen haben mindestens eine Handvoll bei mir aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis Bitcoin gekauft. Und da ist natürlich jeder Einzelne ist ein Multiplikator. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der redet seit Tagen nur noch von Cryptocurrencies, spricht auch alle Kollegen, alle Freunde, alle Bekannte an. Hey, habt ihr schon mal was von gehört? Ich habe jetzt welche gekauft. Schaut euch das mal unbedingt an. Und das sieht man auch, wenn man hier bei Google Trends reinschaut. Da sieht man, dass jetzt seit Anfang des Jahres der Suchbegriff Bitcoin kaufen, dass da sehr stark nach oben gegangen ist, vor allem jetzt hier Ende Juli, dass sich da die Suchanfragen dann nochmal verdoppelt haben. Ja, das war's wieder von mir. Blockchain und Kryptowährung, das ist einfach eine Sache, wo wir noch komplett zu Anfang stehen. Wir werden dann noch
viele Neuigkeiten sehen. Es wird noch viel, viel größer werden. Das heißt natürlich auch, die Preise werden meiner Meinung nach viel, viel weiter steigen. Da wird es natürlich auch die eine oder andere Währung geben, die dann abstürzen wird, die sich im Wettbewerb der Währungen, so wie es die österreichische Schule der Nationalökonomie immer haben wollte, das ist einfach das, was wir gerade sehen. Da gibt es dann halt hier die eine oder andere Währung, die sich dann nicht durchsetzen wird, die dann vielleicht von heute auf morgen überhaupt nicht mehr wert sein wird. Auf jeden Fall ist das ein super spannendes Thema, was auch sehr viel Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich macht nicht nur Spaß, es kann einen auch einen kleinen oder einen gewissen Wohlstand bringen. Jetzt interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Wie seht ihr die Zukunft von der Blockchain, von den Kryptowährungen allgemein? Habt ihr da irgendwelche Favoriten? Und natürlich auch, was so mein Freundesbekanntenkreis angeht, das ist natürlich nur sehr subjektiv. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr selbst Kryptowährungen? Redet man bei euch im Umfeld darüber? Was sind da eure Erfahrungen? Also ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt sie hier unter das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis dann. Ciao, ciao.